meisten Männer denken, das Stil etwas dem Anzug oder dem Auto zu tun hat. Die Wahrheit ist jedoch, dass es darum geht, was du nicht sagst. Ein einzelner Blick, ein Pause im richtigen Moment, ein Stil Höflichkeit, das sind die Zeichen echter Raffinesse. Hutenfall ich 10 Versteckte Etikette-Hinweise, die stillschweigend Respekt in jedem Raum einfordern. Und hier ist der Clou. Nummer ist der Grund, warum einige Männer an die Spitze gelangen und an dir unsichtbar bleiben. Lass uns anfangen. Willkommen bei dem Ort, an dem Männer Wert Inspiration finden, ihren Stil zu verbessern, ihr Liebesleben zu meistern und die Kontrolle über ihre Beziehungen zu übernehmen. Nummer 1. Ein Händedruck. Der richtige Händedruck, der mehr sagt als Wort. Die meisten Männer machen diesen Fehler, ohne es zu merken. Geben einen zu festen Händedruck, in der Annahme, dass stark Respekt einbringen wird. Oder schlimmer noch, bieten einen schlafen, säugerlichen Händedruck an, der den anderen eines Zweifeln bringt, ob überhaupt interessiert sind. Beide senden die falsche Botschaft. Was statt dessen zu tun? Wohl einen festen, stablen Händedruck, nicht als wäre es ein Wettkampf. Pass den Drucken, den du erholst. Halte lange genug, pressen zu sagen und mach einen kurzen, natürlichen Blickkontakt. Dieser Moment sagt jemandem, dass du geerdet, selbstbewusst und engagiert bist. Es geht nicht darum, an dir zu überwältigen, sondern Verbindung. Und hier ist die Schönheit. Der richtige Händedruck funktioniert überall. Egal, ob du einen Kunden triffst, einen Freund bei einem Abendessen oder einer Party begrüßt oder deine Mechaniker denkst. Es hinterlässt bei den Menschen den stillen Eindruck, dass du ein Mann bist, dem man vertrauen kann. Du musst kein Wort sagen. Dein Händedruck hat bereits die harte Arbeit geleistet. Nummer 2. Die Kraft der Stil. Stil in Gesprächen. Die meisten Männer fühlen sich in der Stil unwohl. Bielen sich, geht por zu füllen, indem einen Witz, ein Meinung oder einen nervösen Kommentar einwerfen, nur das Gespräch am Laufen zu halten. Aber hier ist das, was übersehen. Stil ist der Raum, in dem Einfluss lebt. Was statt dessen zu tun? Die Pause. Wenn jemand die Sprechen fertig ist, atme tief durch, bevor du antwortest. Lass dein Wort wirken und gib dem anderen Raum, aufzunehmen. Diese Pause ist nicht leer. Ist kraftvoll. Sagt, dass du nachdenklich, überlegt und vollständig präsent bist. In einem Meeting kann dieser ruhige Moment den Raum verändern. In einem persönlichen Gespräch signalisiert es Respekt und Tief, und sozial gesehen macht es dich magnetisch. Die Leute lehnen sich vor, neugierig, was du als nächstes sagen wirst. Stil ist nicht unangenehm, wenn du inne hast. Es ist der Unterschied zwischen einem weiteren Redner und dem Mann, den sich die Leute merken. Nummer 3. Die kannst des Worten vor dem antworten. Hier ist der Punkt, an dem die meisten Männer scheitern. Springen ins Gespräch, sobald jemand pausiert, eifrig darauf bedacht, Gedanken zu teilen oder zu sagen, dass aufmerksam sind. Aber wenn du dich spielst zu antworten, kann das ungeduldig oder sogar abweisend wirken und wertvoll Einblicke brechen, bevor es vollständig zu Sprech kommen. Was stattdessen zu tun? Wort. Lass die andere Person zu sprechen. Nimm dir ein kurz Pause und antwort dann. Dies klein Luck sagt, dass du hörst, nicht nur darauf wartest, zu reden. Verleiht deinen Worten mehr Gewicht und lass die Menschen sich wirklich gehört fühlen. In Gesprächen die Kollegen signalisiert dies Führung. Bei Freunden oder der Familie vertieft es die Verbindung. Und hier ist der Bonus. Wenn du wartest, gibst du dir aufgeregt Zeit, ein klügerer, durchdachte Antwort zu formulieren. Diese Gewohnheit allein kann dein Präsenz in jedem Raum, den du betrittst, erhöhen. Nummer 4. Subtle Körpersprech. Subtle Körpersprech, die Vertrauen und Arroganz seid. Die meisten Männer leiden hier falsch, indem überkompensieren. Pumpen die Brust heraus, spreisen die Arm weit oben im Platz ein, als würden sich in einem ständigen Wettstreit befinden. Aber hier ist die Wendung. Was Zuversicht benötigt keine Bühne. Was stattdessen zu tun? Halte eine entspannte, aber aufrecht Haltung ein. Schultern zurück, und steif zu sein, und dein Gesten ruhig und sorgfältig.
Ein likes nicken, wenn jemand spricht. Ein entspantes Lächeln und stabler Augenkontakt tun viel mehr als jede Powerpose. Es geht nicht nur darum, geht in einem Raum zu sein. Es geht darum, die Botschaft zu senden, dass du zentriert, kontrolliert und ansprechbar bist. Du wirst zu Magneten bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, respektiert bei der bei und vertraut von Freunden. Das Beste daran ist, dass du kein Wort sagen musst. Dein Körpersprach übernimmt die Vorstellung für dich. Nummer 5. Wie man steht, wenn man zuhört, nicht wenn man spricht. Die meisten Männer merken dies völlig nicht. Sie verschränken die Arme, wiegen ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen, schauen auf ihr Handy oder scannen den Raum, worin jemand spricht. Und ohne zu wollen, senden sie eine klare Botschaft. Ich will lieber irgendwo anders. Was stattdessen zu tun? Stay ruhig da. Wenn dich der Person gern zu und halte deine Hand entspannt den Seiten oder like gefoltert. Nicht dich like nach vorn, am Engagement zu sagen. Es ist einfach, aber kraftvoll. Du sagst ihnen. Du es mein voll Aufmerksamkeit, diese kleine Wechsel kann völlig verandern, wie du wahrgenommen wirst. In Arbeitssituationen erwerbst du Respekt. Bei Freunden und der Familie vertieft sich die Verbindung. Und sozial gesehen wirst du der TYP. Bei dem sich die Menschen wohlfühlen, sich zu öffnen. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen erinnern sich nicht an das, was du gesagt hast, aber es vergessen nie, wie sehr du es fühlen lässt, dass es präsent sind. Nummer 6. Wie man ein Gespräch verlässt. Wie man ein Gespräch elegant verlässt. Die meisten Männer schneiden das Gespräch entweder zu abrupt ab, indem es auf ihre schauen und sich hastig zurückziehen, oder es bleiben zu lange, wobei es Smalltalk so lange hinaussagen, bis es unangenehm wird. Beider Ansatz hinterlassen bei den Menschen ein unbehagliches Gefühl. Was stattdessen zu tun? Wort auf ein natürlich Pause, lächel und sage etwas weh. Es war großartig, mich zu unterhalten. Lass dich jetzt mit den anderen reden, aber lass uns das ein andermal fortsetzen, dann gehör ruhig und selbstbewusst weg. Das ist nicht nur höflich, sondern auch strategisch. Du lässt die andere Person sich wertgeschätzt fühlen, anstatt abgewiesen, und wählst auf eine positive Note. Egal, ob du bei einem Networking-Event, einer Dinnerparty oder einem Familientreffen bist. Ein eleganter Ausgang hält die Türen offen und die Beziehungen warm. Die Leute erinnern sich nicht nur daran, wie du in das Gespräch eingetreten bist, sondern auch daran, wie reibungslos du es verlassen hast. Nummer 7. Die Bedeutung, echtes Interesse an den Geschichten anderer zu haben. Hier verpassen die meisten Männer den Punkt. Es hören nur lange genug zu, mit ihren eigenen Erfahrungen einzuspringen. Jemand teilt ein Reis und plötzlich ist es, ich war auch dort. Lass mich die Röseln und schon verschiebt sich der Fokus und die andere Person sieht sich still zurück. Was stattdessen zu tun? Bleib neugierig. Stell nachdenklich Fragen. Hör zu, und deinen nächsten Beitrag zu planen, und lass die andere Person im Mittelpunkt stehen. Folge mir, das ist faszinierend. Wie hast du dich dabei gefühlt? Oder was passiert als nächstes? Die Ripple-Effekte sind enorm. Du wirst jemand, dem Menschen sich öffnen, dem vertrauen und an den sich erinnern. Es stärkt Freundschaften, baut tiefe Verbindungen bei der auf, und es macht dich sozial attraktiver. Denn hier ist die Wahrheit, jeder möchte gesehen werden. Und der Mann, der ihnen diesen Moment gibt, stickt in jedem Raum höher. Nummer 8. Die strategische Nutzung von Augenkontakt, Respekt zu erzeugen. Die meisten Männer machen hier zwei Fehler. Es starren entweder zu intensiv, was die Menschen unangenehm macht, oder es vermeiden den Augenkontakt ganz, was als unsicher oder desinteressiert wahrgenommen werden kann. Beider Extrem meiden stillschweigend den Präsenz. Was stattdessen zu tun? Halte natürlichen, stablen Augenkontakt, wenn du sprichst oder zuhörst. Lass deinen Blick etwas weicher werden. Blinzel normal und brich von Zeit zu Zeit den Kontakt ab, entspannt zu halten. Dann stell den Kontakt wieder her, dort passiert die Magie. Die einfache Gewohnheit signalisiert Vertrauen, Ehrlichkeit und Höflichkeit zugleich. Es verschafft dir Respekt im Geschäftsleben, vertieft persönlich Gespräch und lasst dich sozial verstecken.